Wenn Sie eines Tages vielleicht noch mal durch Bad Ems gehen und ein bisschen nach links gucken und ein bisschen nach rechts gucken, dann sehen Sie vielleicht so ein leicht gelblich Eierschal gehaltenes kleines Schlösschen im Barockstil. Und auf dem Schlösschen steht drauf Maharishi Ayurveda. Und da könnte man sich denken, was ist da drin? Vielleicht eine Kampfschule? Wird man da vielleicht Kung Fu gelehrt oder was auch immer? Aber jemand, der da drin oft ist, wenn man klopft, kommt er auch raus, ist Lothar Pirz. Und jetzt klären wir erstmal, was ist Maharishi Ayurveda? Also Ayurveda heißt wörtlich übersetzt das Wissen oder die Wissenschaft vom langen und gesunden Leben. Und das ist die älteste Naturheilkunde der Welt. Alleine die schriftlichen Überlieferungen sind mehr als 5000 Jahre alt. Und es ist ein sehr ganzheitliches System. Und es wurde in seiner Vollständigkeit wiederbelebt mit dem Namen Maharishi Ayurveda. Das steht sozusagen für die Authentizität dieses Wissens. Und der Ayurveda ist ein System, das sich mit allen Lebensbereichen beschäftigt und eine große Bereicherung ist für unser Gesundheitssystem als Komplementärsystem. Es ist sehr, sehr wirksam in der Vorbeugung von Krankheiten. Das zielt darauf ab, unsere Physiologie zu verjüngen. Und es ist auch sehr effektiv bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Wir sind also eine Privatklinik seit 1992 in Heckerskuh Hotel in Bad Ems. Verstehe ich das richtig? Ich kann zu Ihnen kommen und Sie können mir sagen, ob bei mir irgendwelche Krankheiten anstehen, ohne dass sie bis jetzt schon ausgebrochen sind? Genau, das ist richtig. Das ist eine große Besonderheit im Ayurveda. Es ist so, dass wir wissen, dass alle Krankheiten durch Ungleichgewichte entstehen. Also Ungleichgewichte im geistigen Bereich, im seelischen Bereich, im körperlichen Bereich, durch falsches Verhalten, zum Beispiel falsche Ernährung oder auch durch Einflüsse aus der Umwelt. Und dadurch kommt unser System ins Wanken. Es entstehen Ungleichgewichte. Und diese Ungleichgewichte, die manifestieren sich in 6 Stufen. Und die moderne Medizin, die kann trotz der ganzen Apparate, die heute verfügbar sind, und wir brauchen auch die moderne Medizin, also wir sind komplementär, die moderne Medizin kann sozusagen in der Regel eine Krankheit aus der ayurvedischen Sicht erst ab dem 5. Stadium entdecken. Und wir haben die Möglichkeit, bereits die Vorstadien der Manifestation zu entdecken. Und dann behandeln wir nicht die Krankheiten, sondern wir helfen den Menschen, ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, welcher Zeitabspann ist dazwischen, zwischen Stufe 5 und Stufe 1? Kann man das sagen? Ja, das also kann. Wie viel später ist die übliche Medizin? In der Regel sind das ein paar Monate oder auch ein paar Jahre. Und wir haben ein ganz besonderes System, sozusagen die Krankheiten in den Vorstadien zu entdecken. Also die Zunge wird betrachtet, die Haut wird betrachtet. Aber das Spezielle bei uns ist die sogenannte Pulsdiagnose, wo der Arzt, der erfahrene Arzt, anhand bestimmter Kriterien fühlt, wie die Krankheit sich im Körper allmählich manifestiert. Also wir haben im Ayurveda das Wissen von den sogenannten 3 Doshas, Vata, Pitta und Kapha, das sind Stoffwechselprinzipien. Und die werden jetzt sozusagen durch diese 3 Finger symbolisiert, diese 3 Finger. Und vielleicht haben Sie sich mal geschnitten, die Fingerspitzen sind ja sehr empfindlich, da sind sehr viele Nervenenden in den Fingerspitzen. Es gibt eine ganz bestimmte Stelle, wo man den Puls fühlt. Und je nachdem, wie man das kombiniert, Sie können sich das so vorstellen wie bei einer Trompete. Sie haben nur 3 Knöpfe, Ihre Zunge und Ihren Atem. Und je nachdem, wie fest Sie blasen und die Knöpfe und die Zunge kombinieren, können Sie alle Melodien drauf spielen. Und das ist eine Wissenschaft, die ist auch in Indien verloren gegangen. Die hat Maharishi Mahesh Yogi aus einer Familientradition wiederbelebt. Und unsere Ärzte haben jetzt 30 Jahre Erfahrung da drin. Und das ist sehr beeindruckend, wie akkurat die Pulsdiagnose funktioniert. Funktioniert es denn mit jedem oder muss man sagen, da muss man schon so ein bisschen dran glauben, damit das auch wirklich funktioniert? Nee. Also gibt es Patienten, die kommen und dann sagt man leider, tut mir leid, das funktioniert halt. Nee, das funktioniert grundsätzlich bei jedem. Man muss auch nicht dran glauben. Das sind bestimmte Naturgesetze. Sie können sich das so vorstellen, es ist wie so eine Landkarte auf den Fingerspitzen, die bestimmten Organen oder Systemen zugeordnet sind. Und da kann man halt fühlen, wo was in der Entwicklung ist. Und das Tolle ist, wenn man jetzt sozusagen die Krankheit entdeckt, bevor sie sich manifestiert hat, ist es relativ leicht, sie zu behandeln. Wir gehen ja auch zum Zahnarzt, zum Vorsorgecheck sozusagen, bevor der Karies sich zu weit entwickelt hat. Im ayurvedischen Sinne bedeutet das, wenn jetzt eine Krankheit im Stadium 1 oder 2 ist, dann
reicht es, die Ernährung etwas umzustellen und sich genügend Ruhe zu gönnen. Im Stadium 3 würde man noch ein paar Nahrungsmittelergänzungen empfehlen oder Yogaübungen oder Meditation, transzendentale Meditation, um eine tiefe Entspannung zu erreichen. Wenn Stadium 5 da ist, muss man viele natürliche Wege gleichzeitig gehen. Es ist also nicht so beim Ayurveda wie bei der Schulmedizin, dass man sagt, Herr Doktor, geben Sie mir mal Tabletten, und man ist nicht bereit, den Lebensstil zu ändern. Man muss also auch mitarbeiten und man versteht es auch, wie das alles wirkt. Man bekommt das erklärt und dadurch kann man sozusagen die Krankheiten im Vorstadium schon ausgleichen. Wenn jetzt Stadium 5 erreicht ist, dann muss man wahrscheinlich zu einer Operation gehen, wenn es jetzt Gips wäre beispielsweise. Aber auch hier ist der Ayurveda sehr wirksam, um das Immunsystem, die körpereigene Intelligenz wieder zu stärken und auch um die Nebenwirkungen der modernen Medizin auszugleichen. Das älteste Naturheilverfahren Ayurveda, erklärt von Lothar Pirz. Er hat eine Privatklinik in Bad Ems und wir gucken gleich mal, wie eine tolle Methode aussterben kann, wenn sie denn doch so toll ist. Warum ist es nicht einfach geblieben? Wenn es toll ist, funktioniert es ja meistens. Gucken wir gleich drauf. Dankeschön. Das älteste bekannte Naturheilverfahren heißt Ayurveda. Es geht ums ganzheitliche, um ganzkörperliche Erkennen und Verstehen des Körpers und kann sogar die Medizin von heute überholen, weil sie viel früher erkennen kann, was der Mensch hat oder bekommen wird. So zumindest erstmal die Theorie. Jemand, der genau dieses Verfahren sehr gut versteht, ist Lothar Pirz. Er hat eine Privatklinik genau in Bad Ems, die genau das behandelt. Man kommt also hin und kann gesagt bekommen, das und das steht an, da müssen wir jetzt rechtzeitig was tun, und zwar bevor die Medizin das entdeckt. Jetzt aber die Frage, warum, wenn das so erfolgreich ist und man so früh Sachen erkennen kann, warum sagt die Medizin nicht, dann machen wir halt das auch noch? Weil das wäre ja toll. Ja. Aber anscheinend macht sie es ja nicht. Ja, neue Dinge brauchen immer eine gewisse Zeit, bis sie in der Gesellschaft akzeptiert werden. Ich würde auch nicht sagen, dass wir die moderne Medizin überholen. Ich denke, wir sind eine sehr sinnvolle Ergänzung zur modernen Medizin. Bei vielen Krankheitsbildern brauchen wir auch die moderne Medizin. Aber gerade bei chronischen Erkrankungen, die sehr schwer behandelbar sind, haben wir extrem gute Heilerfolge. Jetzt war Ihre Frage, das Wissen ist verloren gegangen, jetzt ist es wieder da. Ja. Das liegt einfach daran, dass im Laufe der Zeit Wissen immer verloren geht. Zuletzt war ja Indien viele Jahre eine Kolonie der Briten gewesen. Die Briten haben versucht, dieses vedische Wissen zu unterdrücken und haben die Schulmedizin den Indern aufgezwungen. Das ist auch in den Großstädten, sagen wir mal, gelungen. Aber in den ländlichen Gegenden, Indien ist ja ein riesen Subkontinent, haben Hunderte von Familientraditionen sich über Jahrhunderte spezialisiert auf bestimmte Fachgebiete des Ayurveda. Und die waren alle nur noch in Teilbereichen sozusagen aktiv gewesen. Und das ist ein Verdienst von Maharishi Mahesh Yogi, der die transzendentale Meditation vor 60 Jahren in den Westen brachte. Er begann vor 40 Jahren damit, diese Familientradition zu versammeln, um dieses Wissen wie so ein Puzzle wieder zusammenzufügen. Dann hat er wissenschaftliche Studien angeregt, um auch die ayurvedischen Prinzipien aus dem Blickwinkel der modernen Medizin zu verstehen. Und er hat auch die ganzen alten klassischen Texte nochmal neu übersetzen lassen, die Sanskrit-Texte. Und hat Standards gesetzt für die Herstellung von Kräuterpräparaten, für Behandlungen. Und diese wiederbelebte, vollständige Form des Ayurveda, die nennen wir Maharishi Ayurveda. Das steht sozusagen für die Authentizität und für die Vollständigkeit dieses Wissens. Althergebrachte Heilmethoden können ja auf der einen Seite gut sein, aber wenn man es mit der heutigen Sicht mal sieht, ist ja im Prinzip das Ayurveda so wie Windows XP. War damals super gut, kann aber heute vielleicht gar nicht mehr in den Alltag passen, weil die Menschen ja ganz anders sich ernähren, ganz andere Umstände haben. Genau. Hat man da nicht Angst, dass man sagt, diese alten Rezepte von früher, vor 5000 Jahren, wo wir definitiv noch anders aussahen, die können doch heute gar keine Verwendung mehr finden eigentlich? Ja, also Ayurveda ist sozusagen das Wissen von den Naturgesetzen. Und unser Körper funktioniert immer genauso, ob das vor 100 Jahren war oder so. Das ist nicht wie eine Technologie wie Windows, die jetzt nicht mehr aktuell ist, sondern unser Körper funktioniert immer genauso. Und gerade in unserer heutigen stressbedingten Zeit brauchen wir dieses uralte, vollständige Wissen, weil es uns hilft, sozusagen
die Gesundheit des Einzelnen zu verbessern, indem man die Krankheiten früher erkennt, indem wir uns richtig ernähren, indem wir wissen, welche Sportart zu uns passt. Aber wir brauchen es auch, um die Kosten zu reduzieren in unserem Gesundheitssystem. Und da ist der Ayurveda eine sinnvolle Ergänzung. Es gibt auch schon eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass gerade bei chronischen Erkrankungen, wie Diabetes zum Beispiel, beispielsweise Ayurveda sehr erfolgreich sein kann. Gibt es da nicht auch die Angst? Sie sagten ja, vor 60 Jahren wurde das in den Westen gebracht. Ja. Man hat Puzzleteile zusammengesetzt. Ja. Man kennt das ja vom Flurfunk. Man fängt mit einer Nachricht an, Ja. dann gibt es ein paar Informationen, die werden dann zusammengebaut und am Ende kommt eine ganz andere Geschichte raus. Ja, Das kann ja auch die Gefahr sein. Ja, also ich sehe da gar keine Gefahr. Es ist ja so, dass wir sehr viel Erfahrung haben. Also wir haben allein in unserer Privatklinik in Bad Ems über 25.000 Personen behandelt mit enormen Erfolgen. Die meisten Gäste kommen zu uns übrigens aus der ganzen Welt aufgrund von persönlichen Empfehlungen. In Deutschland würde ich mal sagen, es sind Hunderttausende von Menschen, die Ayurveda-Kuren in Indien gemacht haben oder die Ayurveda-Nahrungsergänzungen zu sich nehmen. Und Ayurveda ist sehr populär geworden. Ayurveda hat unglaublich viele Freunde und viele Fans. Und ich habe Anfragen aus der ganzen Welt, Vorträge zu halten. Und die Leute sind begeistert, mit welchen einfachen Möglichkeiten man tolle Wirkungen erzielen kann. Gibt es denn auch einen ganz schnellen Tipp, was man im Büroalltag machen kann, wenn man unter zu viel Stress leidet? Gibt es da so eine Kurzanleitung? Auf jeden Fall. Man muss jetzt nur gucken, es gibt verschiedene Arten von Stress. Und wir als Menschen haben alle unseren individuellen Stoffwechsel. Und das Besondere am Ayurveda ist, dass wir sozusagen jeden Mensch als Individuum betrachten. Das heißt, wir bieten zum Beispiel bei uns in Bad Ems ambulante Konsultationen an. Die dauern, der Arzt nimmt sich eine ganze Stunde Zeit für den Patienten. Es werden viele Dinge gefragt, es wird die Pulsdiagnose gemacht und dann bekommt man ganz spezielle individuelle Empfehlungen, die in der Regel auch leicht umzusetzen sind im Alltag. Ne? Aber ich gebe jetzt mal gerne ein allgemeines Beispiel. Machen wir gleich. Das allgemeine Beispiel machen wir gleich. Okay. Also allgemeines Beispiel zur Regulierung des Stresses im Alltag. Hören wir gleich von Lothar Pirz, und zwar aus den Lehren des Ayurveda. Wer so wie wir beide zum Beispiel viel internationales Fernsehen gucken, das russische, das amerikanische, das indische Fernsehen, der wird diesen Mann vor allem neben mir auch schon mal gesehen haben, in Interviews, in Vorträgen. Und es geht um Ayurveda. Das ist Lothar Pirz. Sie sprechen super Deutsch, kommen ja auch aus, haben eine Klinik in Bad Ems, aber die ganze Welt ist interessiert an dieser ältesten Naturheilkunst Ayurveda, die aus Indien kommt. Richtig. Warum müssen Sie in Indien stehen und den Indern erzählen, wie ihre eigene Kunst geht? Das ist eine sehr interessante Frage. Es ist so, dass auch in Indien wertvolle Bestandteile dieses vollständigen Ayurveda verloren gegangen sind. Und ich war gerade mit meiner Frau, unsere leitende Ärztin und Mitbegründerin der Klinik, in Indien auf einer Reise und auch in Nepal durch einige Hochschulen. Und es ist so, dass diese Pulsdiagnose, die ich vorhin besprochen habe, nur noch ganz wenig verbreitet ist in Indien. Und die Maharishi University in Holland hat sozusagen Kurse entwickelt, um Laien und auch Ärzte auszubilden in der Pulsdiagnose. Und das haben wir unter anderem vorgestellt. Wir haben auch vorgestellt die wissenschaftlichen Studien, die wir im Westen durchgeführt haben über die Heilerfolge. Da waren die Inder total beeindruckt. Und wir haben also offene Einladungen, sozusagen mit denen dort zu kooperieren in Indien. Jetzt gibt es verschiedene Methoden, wie man Sachen im Vorwege schon beseitigen oder auch erkennen kann. Ja. Kommen wir mal zur Beseitigung. Ein allgemeines Mittel für eine allgemeine Stressregulierung im Alltag im Büro sind wir den Menschen ja noch schuldig. Ja. Was kann ich tun, wenn ich allgemein erstmal, Sie machen es ja sehr individuell, aber was kann ich tun, wenn ich allgemein zu viel Stress im Büro habe? Also ich denke, die wirksamste Waffe gegen Stress ist Ruhe, tiefe Ruhe. Und die tiefstmögliche Ruhe, die wird regelmäßig erfahren, wenn man die Technik der transzendentalen Meditation praktiziert. Aber also meditieren. Meditieren. Aber um das von einem qualifizierten Lehrer zu lernen, braucht man 7 Lektionen à 2 Stunden. Und dann kann man das ganze Leben morgens und abends zweimal 20 Minuten praktizieren. Also man muss sich nicht im Schneidersitz auf den Bürostuhl setzen, sondern das macht man zu Hause. Man sitzt bequem, aufrecht, ganz entspannt, erfährt innerhalb von 1-2 Minuten einen extrem angenehmen Zustand innerer unbegrenzter Wachheit. Und wenn man rauskommt, ist man energiegeladen und es haben sich viele Blockaden gelöst. Ne? Und Langzeitstudien von Krankenkassen zeigen, dass Personen, die transzendentale Meditation praktizieren, etwa 80% weniger Kosten produzieren für die Behandlung von Herzerkrankungen
und 56% weniger für die Behandlung von Tumoren. Also es gibt da ganz groß angelegte Studien. Würde jetzt vielleicht hier zu weit führen, aber das kann ich jedem empfehlen. Man kann aber auch, sagen wir mal, vom Ayurveda her Dinge machen, die sehr einfach sind, um zu entgiften. Es gibt ja zwei Arten von Giftstoffen. Es gibt wasserlösliche Toxine und fettlösliche Toxine. Und viele Krankheiten heute haben mit Toxinen zu tun. Und die wasserlöslichen Toxine, die kann man aus dem Körper schleusen, indem man heißes Wasser trinkt. Also man sollte gutes Leitungswasser 20 Minuten kochen und dann füllt man das ab in eine Thermoskanne und dann trinkt man alle halbe Stunde, wie man sonst vielleicht Tee oder Kaffee trinkt, einfach eine Tasse heißes Wasser. Nichts dazu? Nichts nur dazu, heißes Wasser? Nur heißes Wasser. Und dann abends vielleicht nur eine Suppe isst und mittags keine Zwischenmahlzeiten zu sich nimmt. Und wenn man das so 10 Tage macht, dann ist man dünn. Dann kann man, sagen wir mal, feststellen, dass man mehr Energie hat, dass man besser drauf ist. Man hat viele Toxine verbrannt. Aber kein Essen, also keine Currywurst dazwischen? Doch, man isst ein Mittagessen und man isst auch ein Frühstück. Okay. Ja? Und abends isst man vielleicht noch ein leichtes Essen, zum Beispiel eine Suppe. Und trinkt dann alle halbe Stunde oder alle Stunde so eine Tasse heißes Wasser. Das ist so eine einfache Entgiftungskur, die man zu Hause machen kann. Und das wird man merken, wenn man zum Beispiel sich die Zunge reinigt. Haben Sie sich mal die Zunge gereinigt, wenn Sie morgens vorm Spiegel stehen und schaben das mal ab mit dem Löffel? Ich mache das ja mal mit der Zahnbürste. Also machst so und dann irgendwann und dann ist immer das Zeichen, okay. Nehmen Sie mal einfach mal einen Löffel oder einen Zungenschaber und dann streifen Sie es mal ab. Und was Sie da haben, das sind Toxine, das ist unverdaute Nahrung. Das nennt man Ama im Ayurveda. Das heißt, kann man ja in die Zunge nicht mehr schmecken. Nee, der Geschmackssinn wird enorm verbessert dadurch. Und wenn Sie sich sozusagen jetzt diese Heißwasserkur mal 10 Tage machen, da werden Sie feststellen, dass die Zunge morgens, wo sonst ein dicker Belag drauf ist, relativ sauber ist. Ne? Und man spürt auch, man hat mehr Energie und mehr geistige Klarheit, wenn man das macht. Aber es gibt eine besondere Methode, auf die wir uns in Bad Ems spezialisiert haben. Das ist eigentlich das Herzstück unserer Einrichtung. Panchakarma heißt das, der königliche Weg. Das ist ein bestimmtes System, um die fettlöslichen Gifte, Schwermetalle, Pestizide und Herbizide aus dem Körper zu schleusen. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir so gute Heilerfolge haben. Wie kommen die denn sonst aus dem Körper raus? Oder wohnen die da drin dann irgendwie? Ja, also diese fettlöslichen Toxine, die speichern sich in den Fettgeweben, in den Zellzwischenräumen. Und man sagt in der Wissenschaft, die haben eine Halbwertzeit von 25 Jahren. Das heißt, der Körper kann nach 25 Jahren die Hälfte auf dem natürlichen Wege ausscheiden. Aber es kommen ja wieder neue dazu. Das ist das Problem. Und deswegen ist so eine Panchakarma-Kur, wie wir das in Bad Ems anbieten, auf einem sehr hohen Niveau, wirklich eine Grundlage, um die Gesundheit insgesamt zu verbessern. Verbessern wir auch die Lebensdauer oder auch die Zeit in der Lebensdauer, die man halt angenehmer verbringt mit weniger Krankheiten? Genau, es ist einmal so, dass die Lebensqualität verbessert wird. Es ist aber auch so, dass diese Kur einen unmittelbar verjüngenden Effekt hat. Es gibt ja bestimmte Kriterien, anhand derer man den Alterungsvorgang messen kann. Also Sehfähigkeit, Hörfähigkeit, Gedächtnisleistung, Blutdruck, Depressionen. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien. Und man hat festgestellt, wenn jetzt Personen so für 10 Tage so eine Kur machen, dass das biologische Alter, also objektiv messbar, um etwa 5 Jahre her ist nach so einer Kur. Also kann man direkt vorher, nachher machen, weil das Problem ist natürlich, wenn man es die ganze Zeit macht, genau. weiß man ja nicht, wie man eigentlich wäre. Richtig. Aber wenn die Gäste nach Hause gehen, ihr Umfeld, ihre Familie sieht sofort, Mensch, was hast du denn gemacht? Du siehst so toll aus, du siehst viel Dinger aus. Ne? Und dann sagen die Leute, ja, ich bin auch noch meine Wehwehchen losgeworden. Und so kommen halt die Leute auf Empfehlung zu uns. Also in Zukunft werden die Hollywood-Stars nicht mehr sagen, ich trinke Wasser und mache Yoga, sondern sie werden sagen, ich trinke heißes Wasser und mache Ayurveda. Genau. Das hält einen jung und sportlich. Viele machen bereits Ayurveda und einige kommen auch nach Bad Ems. Okay, dann reden wir gleich noch über die genauen Behandlungsmethoden bei Ihnen in der Klinik. Gerne, ja. Lothar Pilz ist das. Es geht um Ayurveda, eine der ältesten Natur- und Heilkunden der Welt. Das älteste Naturheilverfahren der Welt ist 5000 Jahre alt, heißt Ayurveda. Und dieser Mann
kann dieses Naturheilverfahren. Zwar so gut, dass er gleich eine ganze Klinik dazu anbietet, aber dieser Mann ist nicht 5000 Jahre alt. Das habe ich jetzt nicht nachgefragt, also Sie sind keine 5000 Jahre alt. Wie kann man ein 5000 Jahre altes Verfahren, was in Vergessenheit geraten ist zwischendurch, jetzt, heute in 2016 trotzdem noch beherrschen? Es ist so, der Ayurveda ist ja nie ausgestorben. Er ist so, dass er in Familientraditionen, in Teilbereichen über diese Jahrtausende aufrechterhalten wurde. Und dass der Maharishi Mahesh Yogi, der bekannt wurde für die Einführung der transzendentalen Meditation, vor etwa 40 Jahren begann, den Ayurveda mit Hilfe dieser Familientradition in seiner Vollständigkeit wieder zusammenzuführen. Und wir haben heute in Holland die Maharishi Vedic University, die sozusagen die Ärzte ausbildet, die bei uns in der Klinik arbeiten, und auch die Therapeuten, die auch jedes Jahr zweimal kommen, um sozusagen so einen Quality-Check zu machen, so ein Update zu machen, um den Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten. Aber damit hier kein falscher Eindruck entsteht, ich bin kein Arzt, ich bin der Geschäftsführer und der Gründer der Klinik. Meine Frau ist die leitende Ärztin. Wir haben 3 Ärzte bei uns, plus einen indischen Arzt, der aus dieser Tradition kommt. Was bieten Sie denn in der Klinik noch an? Also wir haben jetzt gerade die Heißwasserkur gehabt, aber ich glaube nicht, dass Sie mit Wasserkocher stehen an der Tür und sagen, Prost. Die Heißwasserkur, das war jetzt einfach ein Tipp für die Zuschauer, was man so zu Hause machen kann. Der Schwerpunkt bei uns sind diese Ölbehandlungen, die Panchakarma-Kur, das heißt wörtlich übersetzt 5 Behandlungen. Das heißt, wenn jetzt ein Gast kommt, die Gäste kommen so in der Regel 10 bis 14 Tage. Am Anfang steht jetzt die Diagnose nach schulmedizinischen und nach ayurvedischen Kriterien. Und dann wird ein Behandlungsplan festgelegt, der individuell sehr unterschiedlich ist. Aber ich gebe jetzt mal einfach wie so einen roten Faden so ein Gerüst mit, damit man sich das vorstellen kann. Also die ersten 3 Tage hat man im Wesentlichen eine diätische Umstellung. Man hat eine vegetarische Schonkost. Man bekommt morgens anstelle eines Frühstücks sogenanntes Ghee, Butter-Reinfett. Das wird also warm, wie so ein Apfelsaft, sage ich, sieht das jetzt aus. Aber das kriegt man doch nicht runter. Das kriegt man ganz leicht runter. Das sind ja nur kleine Mengen, 20, 40, 60 Milliliter zum Beispiel. Okay. Und da das nicht mit anderen Nahrungsmitteln vermischt wird, verteilt sich das im Körper und es geht in die Zellzwischenräume und Gewebe nach 3 Tagen und beginnt die Schlacken, die sich dort festgelegt haben, zu lösen. Dann am 3. Tag bekommt man jetzt eine wunderbare Synchronmassage mit warmen Kräuterölen. Also immer 2 Therapeuten. Frauen werden immer von Frauen behandelt, Männer von Männern behandelt. Und durch diese Massage mit den Heilkräuterölen wird der Stoffwechsel angeregt und man beginnt sozusagen jetzt die Toxine, die kommen in Bewegung. Danach hat man ein Überwärmungsbad, Svedana, so ein Kräuterdampfbad, wo die Toxine jetzt schon über die Haut ausgeschleust werden. Und am nächsten Tag hat man, das hört sich jetzt nicht berühmt an, man hat einen sogenannten Abführtag. Man bekommt also Rizinusöl mit ein paar Kräutern, man geht dann mehrfach auf die Toilette. Und viele Leute sagen, dass viele Sorgen und Druck, den sie hatten und Schlafprobleme schon allein durch dieses Abführen wesentlich besser geworden sind. Das ist jetzt die Vorbereitung. Und dann kommt der sogenannte Hauptteil der Kur. Wir haben etwa 20 verschiedene Massagetypen mit viel oder wenig Druck, mit bestimmten Ölen oder unter fließendem Öl oder mit Seidenhandschuhen. Je nach Konstitution oder Krankheitsbild wird das vom Arzt ausgewählt. Und so eine Behandlung dauert dann etwa 2,5 Stunden. Man wird also 2,5 Stunden verwöhnt. Die Leute fühlen sich wie im Himmel. Es ist eine ganz fantastische Erfahrung. Und danach hat man vielleicht noch so einen Stirnguss, wo das Öl über die Stirn fließt, das sogenannte Shirodhara, was einen sehr meditativen Entspannungszustand herbeiführt. Und das regeneriert den ganzen Organismus. Man erfährt so viel Ruhe und so viel Stille, das ist so angenehm. Und gleichzeitig werden die Toxine, die jetzt sozusagen durch die Ernährung stimuliert wurden, aus dem Organismus ausgeschieden. Man hat dann noch so kleine Einläufe nach diesen Behandlungen, wo die Toxine, die sich gelöst haben, über den Darm ausgeschieden werden. Jetzt machen wir, bevor die Sendezeit vorbei ist, noch mal kurz, was kostet sowas? In der Übersicht, so allgemein. Das ist natürlich also es ist sehr personalintensiv. Wir haben 100 Mitarbeiter, inklusive Aushilfen, für etwa 30 Gäste, die wir behandeln pro Tag. Und die reinen Behandlungskosten liegen bei 10 Tagen etwa bei 2.000, 2.500 Euro. Und dann kommt noch das Hotel und die Vollverpflegung und die Arztkosten dazu. Also so rund, sage ich jetzt mal, 3.500 Euro für 10 bis 14 Tage. Bei einem Kfz würde man sagen, es ist nicht nur die Außenreinigung, sondern gleichzeitig würde man den ganzen Innenraum auch noch reinigen und pflegen. Und das mit einem sichtbaren Erfolg. Geschäftsführer der Maharishi Ayurveda Klinik in Bad Ems war das, Lothar Pirz, zu einer der ältesten
Heilkunden der Welt. 5000 Jahre alt und heißt Ayurveda. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.